begrüße Sie recht herzlich zum zweiten Teil des Modul 1 unter dem Titel Herausforderungen der Korpusakquisition. Ich möchte Ihnen in diesem Teil vorstellen, wie Sie selbst einen Korpus zusammenstellen, wie Sie selbst einen Korpus aufbauen können. Das geht prinzipiell auf zwei Arten. Zum einen können Sie elektronische Texte sammeln, Texte, die bereits digital vorliegen, aus dem Web typischerweise sammeln. Zum anderen können Sie Texte auf Papier digitalisieren und was dabei jeweils zu beachten ist, das erkläre ich Ihnen in dieser Lektion. Beginnen wir mit den digitalen Texten. Diese sind in verschiedenen Formaten im Internet verfügbar, Webseiten, PDF-Texte und Dokumente in anderen Formaten, und die müssen entsprechend konvertiert werden. Unser Zielformat ist in jedem Fall XML. Diese Texte müssen auch gesäubert werden und am Ende der Verarbeitungskette sollten sie strukturiert und annotiert vorliegen. Das Programm, das Sie benutzen, typischerweise um ein Sammeln der Texte vorzunehmen, ist ein Webcrawler. Dieser Webcrawler funktioniert so: Er startet mit einer gegebenen Webadresse, einer gegebenen URL und lädt die Webseite zu dieser URL, bewertet, filtert und speichert diese Webseite und sammelt alle weiteren Adressen, die er auf dieser Webseite finden kann, und wiederholt den Prozess mit diesen gefundenen Adressen, mit diesen gefundenen URLs, bis ein gegebenes Abbruchkriterium erreicht ist. Die Verarbeitungsschritte sind, dass wir dann die Texte konvertieren, also zum Beispiel aus dem Webseitenformat HTML die Texte umwandeln in XML. Dazu gehört das Säubern der Texte, nämlich das Entfernen der Navigationselemente auf diesen HTML-Seiten und auch zum Beispiel das Entfernen von überzähligen Leerzeichen, Zeilenumbrüchen und ähnlichen Sonderzeichen, die noch auf den Seiten sich befinden können. Wenn es sich nicht um HTML-Dokumente handelt, sondern beispielsweise um PDF-Dokumente, was ja häufig vorkommt, dann gibt es eine große Auswahl an Software, die man benutzen kann, um die PDF-Dokumente nach XML umzuwandeln. In PDF ist typischerweise die Layout-Information gespeichert. Das kann zu Problemen führen. Manche Konvertierungssoftware, die wir getestet haben, hatte Probleme mit zusammengeklebten Buchstaben, sodass die Trennzeichen, die Leerzeichen zwischen den Wörtern gefehlt haben, wie hier zum Beispiel in diesen Wörtern im Angesicht und wenn Sie. Was auch zu beachten ist, sind Ligaturen, typischerweise Ligaturen von FI und FL, die nicht zwei Buchstaben, nicht zwei einzelne Zeichen sind, sondern ein gemeinsames Zeichen, was typografisch verwendet wird, damit es schöner, eleganter aussieht und bei der Konvertierung dann Mühe macht, weil dort dann ein einzelnes Zeichen steht und nicht die Einzelbuchstaben. Das muss man speziell behandeln bei der Konvertierung nach XML. Bei XML möchte ich Ihnen nur ganz kurz ein intuitives Verständnis vermitteln vom Unterschied zwischen Layout XML und strukturellem XML. Ich möchte das anhand eines Beispiels tun. In Layout XML sieht ein kurzer Zeitungstext zum Beispiel so aus, dass wir zwar wissen, wo der Artikel anfängt und aufhört, hier angedeutet durch die Artikel-Tags, dass wir aber für die anderen Elemente dieses Textes nur Informationen darüber haben, wie die Zeilen, wie die Buchstaben, wie die Wörter
grafisch dargestellt sind. Also typischerweise die Buchstabengröße, hier Font Size 14 für die Überschrift auf der obersten Ebene, Font Size 12, dann Font Size 8 für den Autorennamen und der Text in Font Size 10. Die genauen Größen spielen hier keine Rolle. Es geht nur darum, dass wir hier keine logische Information über den Text haben, sondern nur Information über das Aussehen. Und was wir eigentlich haben wollen, ist strukturelles XML. Und dann sieht dieser Text so aus. Wir wissen, dass die Überschrift hier der Text in der Zeile ist, die mit Title bezeichnet wurde, dass der Autor explizit ausgezeichnet ist und dass dann als nächstes beispielsweise der Lead-Text kommt, gefolgt von dem eigentlichen Artikeltext. Das heißt, die logischen Einheiten des Textes sind hier als solches ausgezeichnet. Nun gehen wir weiter. Wie sieht es aus, wenn die Texte für unser Korpus auf Papier vorliegen? Also in gedruckter Form vorliegen. Nun, da müssen wir unterscheiden, ob wir gebundene Bücher oder lose Blätter haben. Lose Blätter sind vorzuziehen, weil sie dann mit automatischem Papiereinzug gescannt werden können. Wenn wir gebundene Bücher haben, müssen die unter Umständen von Hand geblättert werden beim Scannen. Also, der nächste Schritt ist das Scannen, das sozusagen Abfotografieren der einzelnen Seiten. Dann wird der Text mit einem OCR-Programm, Optical Character Recognition, wie wir es bereits im ersten Teil des Moduls kennengelernt haben, umgewandelt in Text und dabei wird auch, wenn es ein gutes OCR-Programm ist, bereits XML ausgegeben. Das ist häufig ebenfalls Layout XML, das wir dann wiederum in strukturelles XML umwandeln müssen, ganz ähnlich wie das bei den PDF-Dokumenten der Fall ist. Unser Ziel ist auch hier die Strukturierung und Annotierung der vorliegenden Texte. Wenn also gebundene Bücher gescannt werden müssen, dann gibt es die Möglichkeit, dann müssen wir uns zunächst fragen, ob diese Bücher aufgeschnitten werden. Wenn ja, wenn sie aufgeschnitten werden können, dann können wir mit automatischem Papiereinzug scannen. Dann können wir einen handelsüblichen Scanner auch benutzen, haben dann allenfalls Probleme mit gefalteten Seiten, Faltkarten oder mit klebenden Seiten. Aber auf diese Art und Weise kann sehr effizient gescannt werden. Wenn wir Bücher scannen möchten, die wir nicht aufschneiden, weil sie zu wertvoll sind, weil sie aus irgendeinem Grunde erhalten bleiben müssen, dann ist das ein Fall für Spezialscanner, wenn das im großen Stil gemacht werden soll. Ein Scandienst, eine Bibliothek hat möglicherweise solche Spezialscanner, wo die dann entweder auch mit manuellem Blättern betrieben werden oder mit einem Blätterroboter. Und das möchte ich Ihnen auf 2 Fotos zeigen. Sie sehen rechts einen Scanner mit manuellem Blättern, einen Hochleistungsscanner, der in der Zentralbibliothek Zürich eingesetzt wird, wo ein Buch auch nicht 180 Grad aufgeblättert werden muss, sondern lediglich 120 Grad oder 90 Grad, was für das Buch sehr viel schonender ist. Damit die Seiten aber dennoch flach liegen, geht ein Trichter, ein Glastrichter darauf, der die Seiten kurz andrückt. Der wird mit dem Fuß bedient. Die Seiten werden mit einer Kamera abfotografiert und dann kann der Bediener dieses Scanners auf die nächste Seite blättern und die nächsten 2 Seiten auf diese Art und Weise scannen. Noch eleganter geht das mit dem Blätterroboter, der also automatisch die Seiten umblättert. Dort gibt es verschiedene Verfahren. Hier im Bild sehen wir einen Blätterroboter, der mit Hilfe von Luftdruck, mit Luftgebläse die Seiten umblättert. Es gibt andere, die die Seiten ansaugen, die Seiten mit Hilfe von mechanischen
Armen umblättern und auf diese Art und Weise eine höhere Scanleistung, ein schnelleres Scannen ermöglichen. Wir haben allerdings erfahren, dass diese Blätterroboter auch betreut werden müssen. Es geht also nicht ganz so, dass ein Buch vollständig selbstständig gescannt werden kann. Für diejenigen, die selber scannen möchten, ein paar Hinweise. Die Auflösung für die Texterkennung sollte mindestens 300 dpi, also Dots per Inch sein, und die Einstellung sollte je nach gewünschten Farbeffekten und Datenmengen gewählt werden zwischen Schwarz-Weiß-Scannen, Graustufen und Farbe. Das heißt, mit Schwarz-Weiß-Scannen hat man die kleinste Datenmenge. Bessere OCR-Ergebnisse bekommt man mit der mittleren Einstellung, mit Graustufen-Scannen. Und wenn die Seiten auch in Farbe wiedergegeben werden sollen, muss man sie entsprechend in Farbeinstellungen mit den Farben scannen, was dann zu recht großen Datenmengen führt. Was noch zu beachten ist, sind historische Texte, die mit Hilfe von automatischer Texterkennung gar nicht umgewandelt werden können in Text. Diese Texte müssen von Hand abgeschrieben werden. Man nennt das manuelle Transkription. Diese historischen Texte, da kann es sich um Handschriften oder alte Drucker handeln. Auch hier ist natürlich das Zielformat das gleiche. Wir möchten ein strukturiertes und annotiertes XML-Format als Ergebnis haben. Ein Bild, wo Sie sich sehr leicht vorstellen können, dass dieser Text nicht automatisch in maschinenlesbaren Text umgewandelt werden kann. Hier ein Manuskript aus dem 16. Jahrhundert aus der Zentralbibliothek Zürich. Und es ist ganz klar, wenn man diese Texte verarbeiten können möchte, dann muss jemand das mit Expertenwissen abschreiben, transkribieren. Bevor Sie selbst beginnen, ein Korpus aufzubauen, sollten Sie sich vertraut machen mit den großen Digitalisierungsinitiativen, die in den letzten Jahren gestartet wurden. Eine sehr gute Quelle, um ein eigenes Korpus zusammenzustellen, ist das Projekt Gutenberg, das getragen von Freiwilligen mittlerweile doch 46.000 Bücher zusammengestellt und verfügbar gemacht hat im Internet. Diese Bücher sind alle ohne Copyright. Man kann sie entsprechend herunterkopieren und zu eigenen Zwecken zusammenstellen. Eine andere Initiative, eine europäische Initiative, ein Netzwerk von digitalen Kulturgütern ist die Europeana, die aber nicht als eigentliches Repositorium funktioniert, sondern eben als Netzwerk mit Verweisen zu vielen anderen Quellen, aber doch mittlerweile auf 24 Millionen Volltextseiten verweist. Auch dort gibt es Texte, neben Bildern, Tonaufnahmen und Videos, Texte aus Büchern, Zeitungen, Tagebüchern und Archivalien, die man dort finden und nach Bedarf zusammenstellen kann. Bekannter sind die Digitalisierungsinitiativen von Google. Google Books ist die bekannteste davon. Mehr als 30 Millionen Bücher wurden von Google digitalisiert. Es wird geschätzt, dass es weltweit nur 130 Millionen unterschiedliche Bücher gibt, sodass also bereits ein großer Teil von Google Books gescannt wurde und mit Hilfe von OCR durchsuchbar gemacht wurde, sodass man mit Online-Suche diese Bücher anschauen kann. Sie sind nicht immer vollständig verfügbar, man kann sie aber nicht, man kann die Texte nicht kopieren, sodass es für Korpus, für die Zusammenstellung eines eigenen Korpus weniger geeignet ist. Ähnlich beim HathiTrust, eine Initiative von Universitäten in Nordamerika, wo bereits auch mehr als 10 Millionen Bücher digitalisiert wurden.
Eine ganze Reihe anderer Textsammlungen habe ich Ihnen hier zusammengestellt, von wissenschaftlichen Artikeln über Zeitungsarchive bis hin zu linguistisch aufbereiteten Corpora, und ich empfehle Ihnen, diese zu recherchieren und anzuschauen, was dort für Ihre Zwecke nützlich ist. Wir fassen zusammen. Die Korpusakquisition beginnt mit unterschiedlichen Ausgangsdokumenten. Auf der einen Seite können das elektronische Texte sein, die wir im Web sammeln. Auf der anderen Seite können das Texte auf Papier sein, die wir digitalisieren müssen. Das Ziel ist immer das gleiche. Wir möchten am Ende des Prozesses strukturierte Texte in XML haben, die wir weiterverarbeiten, weiter analysieren können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und empfehle Ihnen das nächste Modul, in dem wir die automatische Segmentierung der Texte behandeln und Ihnen eine Einführung in XML geben. Vielen Dank.